Ich habe zeitweise, nicht sehr oft, aber doch intensiv mit Frauen zusammengearbeitet. Und zwar in den 70er Jahren mit Linda Christanell, das war auch eine Objektmacherin. Wir waren beide daran interessiert, einmal Super 8 auszuprobieren. Und da haben wir dann einen Film gemacht, wo wir uns gegenseitig gefilmt haben und auch die Objekte, sogenannten Objektassoziationen. Und die haben beide einen großen Impact gehabt. Also wir haben ein bisschen Distanz zu den Arbeiten gekriegt und es ist sehr, sehr viel Neues entstanden dadurch. Die nächste Sache, die sehr inspirierend war, mein Mann hat eine Gastprofessur bekommen in Dubna, das ist eine Vorstadt von Moskau, wo ein Forschungszentrum war als Physiker. Und ich bin natürlich mit. Ich habe Gott sei Dank mich vorher erkundigt, weil ich immer leidenschaftliche Fotografin war, kann ich da was entwickeln lassen? Ich halte das nicht aus, ein Jahr nichts zu sehen. Ja, das war für ein Jahr. Und da ist mir die Botschaft zugekommen, sorry, es gibt vielleicht ein Labor und die machen alles kaputt und so weiter. 1977 war das. Und dann habe ich gesagt, ja, was mache ich denn da? Pup, Polaroid. Ich habe den ganzen Koffer Polaroid-Fotos mitgenommen und habe dort wirklich das Medium ausgelotet. Im Zusammenhang mit Zeichnungen. Also es sind einige in der Ausstellung zu sehen davon, also diese Kombination Grafik und Polaroid. Und da habe ich ein Performance-Paar kennengelernt, Rima und Valeri Gerlovin. Das war auch sehr inspirierend. Also innerhalb kürzester Zeit haben wir gemeinsam Filme gemacht. Der Reinhard hat gefilmt, wir haben agiert. Das waren so Performances vor der Kamera. Dann haben wir gemeinsam Objekte gemacht. Ein Stück davon hängt in der Ausstellung, zwar das Schachbrett. Ja, lauter kleine schwarze Falle und schwarze. Also das war wirklich inspirierend. Und dann später auch mit Andrea Kalteis, das ist eine Siebdruckkünstlerin. Danach noch vor einigen Jahren die Anja Manfredi hat mich zusammengebracht mit Katrina Daschner. Und da ist eine Fotosequenz entstanden. Sie mit einem Mikrofon, die Daschner, auch so in der Hand haltend wie ein Phallus. Und ich mit der Schleuder. Die Schleuder hat zwei Falle gehabt und einen Vibrationsapparat. Diese Schleuder war das Hauptaktionsutensil für die Performance Slingshot Action in New York. Und das hängt auch in der Retrospektive und ist, glaube ich, recht nett geworden und hat uns auch sehr inspiriert. Zusammenarbeit ist schön.